Grüß euch und willkommen zum Minikat, jetzt wieder zu einem Hochfest, und zwar dem Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu. Nicht jeder von euch ist sich vielleicht bewusst, aber jedes Jahr, 9 Tage nach dem Fronleichnamsfest, feiert die Kirche das Fest des Heiligsten Herzens Jesu. Dieses Fest hat, wie ich finde, sowieso eine unfassbar großartige Bedeutung, aber auf dem Hintergrund der Corona-Krise wird die Bedeutung des Festes nochmal tiefer sichtbar. Und welche schönen Verheißungen es für uns Menschen des 21. Jahrhunderts enthält. Das Fest geht zurück auf Erscheinungen Jesu an die mittlerweile heilig gesprochene Nonne Maria Alacoque aus Paray-le-Monial, der Jesus im 16. Jahrhundert erschienen ist und gesagt hat: Ich verspreche jedem, der 9 Monate hintereinander am ersten Freitag des Monats beichtet und zur Wiedergutmachung gegen alle Sünden, die gegen mein heiligstes Herz begangen werden, die heilige Kommunion empfängt, dem verspreche ich, dass er bußfertig sterben wird und nicht ohne den Empfang der heiligen Sakramente. Mein heiligstes Herz wird in der Stunde seines Todes sein sicherer Zufluchtsort sein. Ich habe früher immer gedacht, naja, ob das wohl Jesus dieses Versprechen wirklich einlöst. Es kommt einem so großartig vor. Gerade jetzt in der Corona-Krise habe ich mir gedacht, wow, mit dieser Verheißung in einer Zeit wie der jetzigen, wo viele Leute ohne einen Priester an ihrem Bett sterben mussten, ist es doch etwas Großartiges zu wissen, dass wenn Jesus uns das verspricht, er seinem Wort treu bleibt. Tatsächlich werde ich am Ende dieses Videos eine Geschichte von einem Italiener erzählen, dem Jesus auf unübertreffbare Weise bewiesen hat, dass er dieser Verheißung treu ist. Aber bleiben wir erstmal bei dem Fest. Also Verheißung für alle, die 9 Monate hintereinander am ersten Freitag die beichten und die Kommunion empfangen, dass sie nicht ohne den Empfang der Sakramente sterben werden. Und was Größeres und Wichtigeres können wir uns für unsere Todesstunde nicht wünschen. Zweitens hat Jesus gesagt, ich wünsche, dass ein Fest zur Verehrung meines heiligsten Herzens eingesetzt wird. Und dieses Fest soll gefeiert werden, genau 9 Tage nach Fronleichnam. Warum 9 Tage nach Fronleichnam? Weil es ein zutiefst eucharistisches Fest ist. Denn bei der Herz-Jesu-Verehrung geht es ja darum, die innerste Mitte des Herzens, des menschgewordenen Gottes zu verehren. Also des Herzens, aus der geöffneten Wunde am Kreuz Blut und Wasser hervorgeflossen sind als Quelle der Barmherzigkeit für die ganze Menschheit. Erinnert euch an Faustina, egal wie groß die Sünde des Menschen, wenn er Zuflucht nimmt zum Herzen Jesu, zu seiner Barmherzigkeit, wird Gott ihm Erbarmen schenken und durch dieses Blut und Wasser zu einem neuen Menschen schaffen. Vergebung ist nichts anderes als neues Leben aus dem Tod. So. Warum ist das eucharistisch? In der Eucharistie bleibt das Herz Jesu für uns bis zu seiner Wiederkunft physisch gegenwärtig, leibhaftig gegenwärtig. Auf ganz besondere Weise zeigt Gott das immer wieder in den sogenannten eucharistischen Wundern. Wir haben dieses starke Wunder aus dem 1. Jahrtausend schon aus Lanciano, wo die Eucharistie runtergefallen ist und dann sich verwandelt hat in Fleisch und Blut. Und das ist bis heute, 1000 Jahre später, noch zu verehren in Lanciano in Italien, könnt ihr googeln. Aber dieses Wunder ist nicht nur vor 1000 Jahren passiert, sondern es hat sich immer wieder wiederholt. Und ich glaube, vor circa 6 Jahren ist es das Gleiche wieder in Polen passiert. Und tollerweise für uns jetzt in einer Zeit, wo man das Ganze wissenschaftlich nachprüfen kann, also wie das eine Hostie zu Boden gefallen. Wenn das passiert, dann tut man die Hostie in Wasser, denn sobald sich das Brot auflöst, hört es auf, die Gestalt von Brot zu haben, und damit hört Jesus auf, gegenwärtig zu sein. Also man tut das aus Respekt zum Herrn. Was hier aber passiert ist, das Brot hat sich nicht aufgelöst, sondern es hat sich verwandelt in ein Stück Fleisch. Und dann hat man das Fleisch an eine wissenschaftliche Untersuchung gegeben und es hat sich herausgestellt, es ist Fleisch von dem Herzen eines heute lebenden Menschen in der Agonie. Die Eucharistie ist also das Herz Jesu in der Agonie am Kreuz. So wie Jesus gesagt hat, ich setze die Eucharistie ein, weil ich in meinem Leiden unter euch, das Opfer meines Leidens soll gegenwärtig bleiben, damit alle zu diesem meinem Opfer Zuflucht haben können und aus diesem Opfer heraus Vergebung ihrer Sünden empfangen. Die Eucharistie, die wir normalerweise eben nur als Stück Brot sehen, ist tatsächlich
das Herz Jesu selbst und das Herz ist Symbol für die ganze Person. Er ist in Menschheit und Gottheit gegenwärtig. So, und nun wünscht er sich, dass wir am Herz Jesu Fest, was dann schließlich ein Papst im 19. Jahrhundert zu einem Fest für die ganze Kirche gemacht hat, dass wir an dem Tag in die Heilige Messe gehen, also an diesem Freitag, in diesem Jahr am 19. Juni, und dass wir an dem Tag die Heilige Kommunion empfangen, zur Sühne, das heißt zur Wiedergutmachung für alle Verletzungen, die Jesus zugefügt werden. Ich lese euch jetzt den Text vor, den er der heiligen Margarita gesagt hat. Dort sagt er: Sieh hier das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, dass es sich nicht schonte, sondern sich völlig hingab und verzehrte, um ihnen seine Liebe zu beweisen. Zum Lohn ernte ich von den meisten nur Undank, Kälte und Missachtung, die sie mir im Sakrament der Liebe zufügen. Deshalb verlange ich, dass am ersten Freitag nach der Fronleichnamsoktav ein besonderes Fest zur Verehrung meines heiligsten Herzens eingesetzt wird. Man soll an jenem Tag die Kommunion empfangen und damit Sühne leisten für alle Herzen, alle Wunden, die dem Herzen Jesu zugefügt werden. Was sind diese Wunden im Herzen Jesu? Es ist unser Undank, es ist die Verschmähung seiner Liebe, es ist die Gleichgültigkeit, die wir ihm gegenüber haben und die Tatsache, dass wir, obwohl er für uns am Kreuz gestorben ist, obwohl er sich danach sehnt, in der Heiligen Kommunion jeden Sonntag zu uns kommen, viele Menschen, viele Christen den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und finden, sie könnten auch ohne das auskommen. Jeder von euch wird sicher im Herzen schon mal Liebeskummer gehabt haben. Wer weiß, wie schmerzhaft Liebeskummer ist, der weiß, was Jesus ständig leidet und dass er letztlich an diesem Liebeskummer auch gestorben ist. Gott liebt uns mit einem menschlichen Herzen. So, zur Wiedergutmachung wünscht sich jetzt Jesus nichts anderes als einen Liebesakt. Ja? Kein Geißeln, kein Fasten, auch wenn er das Fasten in anderer Hinsicht wünscht, aber um die Verletzungen seiner Liebe wieder gut zu machen, wünscht er sich nichts anderes, als dass wir ihn umso mehr lieben. Und wie liebt man Jesus am meisten? Indem man hingeht und seine Liebe in der Eucharistie empfängt. So, und jetzt noch das Letzte, was ich versprochen habe, das Beispiel aus Italien. Im letzten Jahrhundert gab es ungefähr in den 40er Jahren, ich glaube 1947, einen Mann in Rom, der sich im Spanischen Bürgerkrieg ein Schwert gekauft hatte, weil ihn jemand davon überzeugt hatte, der Papst sei der Antichrist und das ganze Unglück der Menschheit rühre nur daher, dass es den Papst und die katholische Kirche gibt. Und um der Welt etwas Gutes zu tun, hatte man ihm gesagt, er soll den Papst umbringen. Das war also sein Ziel. Er kommt nach Rom zurück aus dem Bürgerkrieg und sagt seiner Frau, wir verlassen sofort die katholische Kirche, weil die katholische Kirche ist das größte Übel, das es gibt. Und die Frau sagt, bitte, bitte, bitte nicht. Und er schlägt sie und malträtiert sie, bis sie schließlich sagt, okay, ich mache das mit dir, aber ich habe eine Bedingung, lass uns vorher die 9 Herz Jesu Freitage machen. Und nachdem sie das gemacht haben, hat er, Bruno heißt er, zu seiner Frau gesagt, okay, ich habe meinen Deal gehalten, jetzt hältst du deinen Deal, wir treten aus der Kirche aus. Dann wurde er ein berühmter Hetzprediger gegen die katholische Kirche. Eines Tages war er mit seinen Kindern in der Nähe von Trefontane in einer Grotte und bereitete eine Predigt vor, um zu beweisen, dass Maria nicht die unbefleckte Empfängnis war. Und plötzlich waren seine Kinder verschwunden, er fängt an, sie zu suchen, findet sie in dieser Grotte, kniend, obwohl er ihnen streng verboten hatte, jemals zu knien. Sowas machen nur Katholiken, das fand er Götzendienst. Knieten, er hat sie angeschrien und sagt, ich habe euch dieses Spiel verboten, kommt, wir müssen nach Hause. Die Kinder reagieren nicht, sind komplett woanders. Er nimmt das 3-jährige Kind, versucht es vom Boden hochzuheben, aber das Kind ist schwer wie Tausende von Tonnen. Er kann sein 3-jähriges Kind nicht vom Boden hochheben. Und plötzlich schreit er in seiner Verzweiflung, Gott, hilf mir! Und da gehen ihm die Augen auf und vor ihm steht die Mutter Gottes mit einer Bibel in der Hand. Und es folgt ein langer Dialog, aber die Moral von der Geschichte ist, die Mutter Gottes sagt ihm, Jesus ist seinen Verheißungen treu, weil deine liebe Frau mit dir diese 9 Herz Jesu Freitage gemacht hat, konnte Gott dir jetzt die Gnade schenken, dass ich zu dir gesandt werde, um dich zum wahren Glauben zurückzuführen, um dich in den Schafstall meines Sohnes zurückzurufen und dir zu schenken, dass du eines bußfertigen Todes sterben wirst. Der ist dann Gott sei Dank überhaupt nicht sofort gestorben, sondern ich glaube erst im Jahr 2001. Hat ganz besonders prophetische Gaben gehabt, war ganz nah den Päpsten, hat vielen Päpsten Rat gegeben, besonders Pius XII., aber auch Johannes Paul II. Hat ihn noch gekannt. Und ihr könnt das Ganze googeln unter dem Titel Marienerscheinungen Trefontane. Der Seher heißt Bruno und der hat ganz spannende Sachen über unsere Zeiten gesagt, aber dazu wollt ihr mich ein andermal hören. Ich wünsche euch ein schönes Herz-Jesu-Fest und vergesst nicht, beichten zu gehen und die Kommunion zu empfangen.